Deutsch für Bewerbungen. Folge 3. Das Vorstellungsgespräch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge unserer Serie Sicher bewerben in Deutschland. Es freut mich wirklich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Wir sind nun am dritten und entscheidenden Teil angekommen, dem Vorstellungsgespräch. Dass du diese Folge hörst, ist ein wunderbares Zeichen. Es bedeutet, dass du bereit bist, den nächsten großen Schritt zu gehen. Vielleicht hast du sogar schon eine Einladung erhalten? Wenn ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist ein riesiger Erfolg. Es bedeutet, dass deine Unterlagen, dein Lebenslauf und dein Anschreiben bereits überzeugt haben. Bevor wir in die Details gehen, möchte ich dir wieder unseren Lernrhythmus ans Herz legen. Diese Podcast-Folge ist ein Werkzeug für dein Training. Nutze sie aktiv. Hör dir die Folge zuerst ganz entspannt an. Lass die Melodie der Sprache wirken. Nutze beim zweiten Mal das Shadowing. Sprich die Sätze laut mit mir mit. Schreib dir die Sätze auf. Wenn du schreibst, verankert sich das Wissen tiefer in deinem Gedächtnis. Lass diesen Gedanken kurz wirken. Heute verlassen wir das Papier. Heute gehen wir in die Praxis. Wir sprechen über den Moment, in dem du der Firma gegenüberstehst, ob persönlich oder per Videocall. Was ist ein Vorstellungsgespräch wirklich? Das Wort Vorstellungsgespräch klingt für viele Menschen sehr groß und offiziell. Manche haben sogar Angst davor. Aber lass uns dieses Wort einmal ganz ruhig betrachten. Ein Vorstellungsgespräch ist kein Verhör. Es ist kein Test, bei dem man einfach nur durchfällt. Es ist, wie der Name schon sagt, ein Gespräch. Es ist ein gegenseitiges Kennenlernen auf Augenhöhe. Die Firma möchte dich kennenlernen, das ist klar. Aber auch du möchtest die Firma kennenlernen. Du möchtest wissen, passt das Team zu mir? Ist die Atmosphäre gut? Gefällt mir der Arbeitsplatz? In Deutschland ist dieses Menschliche sehr wichtig. Es geht nicht nur um dein Fachwissen, es geht darum, ob man gut zusammenarbeiten kann. Wenn du das verstehst, verändert sich deine Haltung. Du bist nicht unterlegen, du bist ein potenzieller Partner für die Firma. Diese innere Ruhe ist eines deiner wichtigsten Werkzeuge im Gespräch. Bevor das Gespräch beginnt, kommt die Einladung. Wenn du eine Einladung erhältst, ist das bereits der Beweis für deine Qualität. Die Firma hat Hunderten Bewerbungen bekommen, aber sie wollen genau dich sehen. Typische Sätze in einer Einladung sind: Wir laden Sie herzlich zu einem Vorstellungsgespräch ein. Oder gerne möchten wir Sie persönlich kennenlernen. Diese Sätze sind sachlich und positiv. Oft steht auch ein konkreter Termin im Text. Der Termin findet um Uhr statt. Hör dir diese Wörter an. Einladung, Termin, Gespräch. Sie signalisieren Interesse. Wenn du auf eine solche E-Mail antwortest, bleib kurz und klar. Vielen Dank für die Einladung. Den Termin am Donnerstag um 10 Uhr bestätige ich gerne. Hör dir den Satz noch einmal an. Den Termin bestätige ich gerne. Das Wort bestätigen gibt beiden Seiten Sicherheit. In Deutschland sagt man oft, der erste Eindruck zählt. Das bedeutet nicht, dass du ein perfektes Model sein musst. Es bedeutet vor allem Pünktlichkeit und Höflichkeit. Plane immer genug Zeit ein. Lieber 10 Minuten zu früh als 1 Minute zu spät. Pünktlichkeit ist in der deutschen Arbeitswelt eine Form von Respekt. Sie zeigt, dass du zuverlässig bist. Wenn du den Raum betrittst, reicht ein einfacher, professioneller Satz. Guten Tag, mein Name ist. Vielen Dank für die Einladung. Ein fester Händedruck, falls passend, ein ruhiger Blickkontakt und ein freundlicher Tonfall reichen völlig aus. Du musst niemanden beeindrucken.
Du musst nur präsent und höflich sein. Mach hier kurz eine Pause. Stell dir vor, du stehst vor der Tür der Firma. Du atmest tief durch, du bist bereit, du bist pünktlich. Das ist dein erster Sieg. Fast jedes Gespräch beginnt mit der Aufforderung: Erzählen Sie doch etwas über sich. Das ist keine Einladung für eine lange Lebensgeschichte. In Deutschland erwartet man hier eine strukturierte Zusammenfassung deines beruflichen Weges. Konzentriere dich auf das, was für den Job wichtig ist. Zum Beispiel: Ich habe mehrere Jahre im Bereich Logistik gearbeitet und bringe praktische Erfahrung mit. Oder: Ich habe eine Ausbildung als gemacht und arbeite derzeit in diesem Bereich. Hörst du, wie sachlich das klingt? Es ist keine Geschichte, es sind Fakten. Ruhig, sachlich, strukturiert. Das ist genau das, was deutsche Arbeitgeber suchen. Jemand, der seinen Weg klar benennen kann. Eine weitere typische Frage ist: Warum möchten Sie bei uns arbeiten? Hier geht es nicht um große Gefühle, sondern um die berufliche Verbindung. Du kannst zum Beispiel sagen: Die Stelle entspricht meiner bisherigen Erfahrung. Oder: Ich sehe in dieser Position eine gute Möglichkeit, meine Kenntnisse weiter zu vertiefen. Das Wort vertiefen ist extrem wichtig. Es zeigt, du kannst bereits etwas und du willst noch besser werden. Das ist in Deutschland ein sehr positives Signal. Es bedeutet, dass du lernbereit und motiviert bist. Hör dir das Wort noch einmal an. Vertiefen. Es ist ein Anker für deine berufliche Weiterentwicklung. Wenn du etwas nicht verstehst, Mut zur Nachfrage. Dieser Teil ist besonders wichtig für alle, die noch Deutsch lernen. Was passiert, wenn du eine Frage nicht verstehst? Viele Menschen bekommen dann Stress. Sie nicken einfach oder antworten irgendetwas. Aber das ist ein Fehler. In Deutschland ist es völlig akzeptiert und sogar ein Zeichen von Intelligenz, nachzufragen. Wichtige Sätze dafür sind: Könnten Sie die Frage bitte wiederholen? Oder: Könnten Sie das bitte etwas langsamer sagen? Oder ganz ehrlich: Ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Diese Sätze zeigen keine Schwäche, sie zeigen Verantwortung. Niemand erwartet perfektes Deutsch. Man erwartet aber Ehrlichkeit und den Willen, Missverständnisse zu vermeiden. Wenn du nachfragst, kontrollierst du das Gespräch. Das ist eine Stärke, keine Schwäche. Lass diesen Gedanken kurz wirken. Ehrlichkeit schafft Vertrauen. Wer nachfragt, zeigt, dass ihm das Ergebnis wichtig ist. Wenn du über deine Stärken sprichst, bleib bei den Fakten. Ein hilfreiches Verb kennst du bereits aus der letzten Folge: mitbringen. Zum Beispiel: Ich bringe mehrjährige Erfahrung in diesem Bereich mit. Oder: Ich bringe praktische Kenntnisse aus meiner bisherigen Tätigkeit mit. Das klingt ruhig und sicher. Vermeide riesige Superlative wie „Ich bin der Beste“. In Deutschland wirkt eine ruhige Sachlichkeit oft viel stärker als lautes Eigenlob. Du sagst einfach, was du in deinem Werkzeugkoffer hast. Das ist professionell. Am Ende des Gesprächs kommt fast immer die Frage: Haben Sie noch Fragen an uns? Hier solltest du fast immer mit Ja antworten. Es zeigt, dass du dir den Arbeitsalltag in dieser Firma wirklich vorstellen möchtest. Einfache Fragen reichen völlig aus. Wie sieht ein typischer Arbeitstag aus? Wie groß ist das Team? Oder besonders gut: Gibt es eine Einarbeitungszeit? Das Wort Einarbeitung beschreibt die Zeit, in der dir alles gezeigt wird. Wenn du danach fragst, zeigst du Interesse am Prozess. Du willst von Anfang an alles richtig machen. Das gibt dem Chef ein sehr gutes Gefühl. Mach hier kurz eine Pause. Überleg dir, welche Frage würde dich wirklich brennend interessieren. Eine gute Frage am Ende zeigt, dass du mitdenkst. Zum Schluss des Gesprächs bedankt man sich für die Gelegenheit.
Typische Sätze sind: Vielen Dank für das Gespräch oder Vielen Dank für Ihre Zeit. Manchmal ergänzt man: Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung. Dann verabschiedet man sich ruhig und geht. Das Gespräch ist nun beendet. Du hast dein Bestes gegeben. Jetzt brauchst du Geduld. Nach dem Vorstellungsgespräch beginnt oft das Warten. In Deutschland kann dieser Prozess Zeit brauchen. Große Firmen müssen oft viele Gespräche führen, bevor sie eine Entscheidung treffen. Das bedeutet, wenn du nach 2 Tagen nichts hörst, ist das keine Absage. Es bedeutet einfach, dass der Prozess läuft. Bleib ruhig, bleib geduldig. Eine Bewerbung ist oft kein Sprint, sondern ein langer Weg. Wenn du nach einer Woche noch nichts gehört hast, kannst du höflich per E-Mail nachfragen. Das zeigt, dass du immer noch motiviert bist. Dabei gilt: freundlich, kurz und sachlich, genauso wie es in der deutschen Arbeitswelt geschätzt wird. Wir kommen nun zum Ende dieser Folge und damit zum Abschluss unserer kleinen Serie. Ich möchte dich noch einmal an die Kraft des Hörens erinnern. Sprache ist Klang. Wenn du diese Sätze immer wieder hörst, gewöhnst du dich an ihren Rhythmus. Du lernst nicht nur Wörter, du lernst die Atmosphäre der deutschen Arbeitswelt kennen. Hier ist unser Ritual für deinen Erfolg. Hör dir diese Folge in den nächsten Tagen mehrmals an. Beim ersten Mal hör einfach nur entspannt zu. Lass die Sprache fließen. Beim zweiten Mal achte auf die Details. Versuche, wichtige Sätze laut mitzusprechen, das Shadowing. Beim dritten Mal wirst du merken, dass die Wörter wie Einarbeitung, vertiefen oder bestätigen ganz von selbst in deinen Kopf kommen. Mit jeder Wiederholung wird dein Ohr sicherer. Die Sprache wird vertrauter und dein Selbstvertrauen für dein echtes Vorstellungsgespräch wächst. Mit dieser Folge hast du nun den gesamten Bewerbungsprozess gehört und verstanden. Die Bewerbung als Ganzes, Struktur und Ordnung, das Anschreiben, deine Motivation und deine Brücke zur Firma, das Vorstellungsgespräch, dein persönliches Kennenlernen. Erinnere dich immer daran, du brauchst kein perfektes Deutsch für den Erfolg. Du brauchst Klarheit, Ruhe und Struktur. Wenn du diese 3 Dinge hast, werden Arbeitgeber dich respektieren. Ich danke dir herzlich, dass du diese Serie mit mir gemeinsam durchgearbeitet hast. Ich weiß, wie viel Mut es erfordert, in einem neuen Land und in einer neuen Sprache von vorne anzufangen. Aber du hast die Werkzeuge jetzt in der Hand. Ich wünsche dir unglaublich viel Erfolg bei deinen nächsten Bewerbungen und Gesprächen. Du schaffst das. Vertraue dir selbst und deinem Weg. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleib motiviert und bis zum nächsten Mal. Alles Gute für deinen neuen Job in Deutschland.